Aber das Leben ging weiter. Das Camp wuchs immer mehr zu einer kleinen deutschen Stadt heran. Es gab einen Friseursalon, komplett eingerichtet, sogar ein Kosmetikstudio, alles von deutschen Frauen betrieben. Auch in der Bar, die mittlerweile eröffnet wurde, schenkte ein Ehepaar aus. Eierlikör, Bier und Wein aus der eigenen Herstellung. Sogar Markenalkohol zu Spitzenpreisen wurde da angeboten. Das Ehepaar war am Umsatz beteiligt. Viele von den Junggesellen saßen jeden Abend auf den hohen Barhockern an dem langen Tresen und kippten sich einiges hinter die Bände. Wenn ich über die Straße ging, gab es einen Gebäudekomplex, in dem sich auch unsere Briefkästen befanden. Da konnten wir unsere Post unter einer P.O.-Box-Adresse abholen. Und ich muss euch noch etwas über das Fernsehprogramm erzählen. Es gab viele arabische Sender, auf denen aber meistens nur Trickfilme liefen. Und es gab einige amerikanische Sender, da liefen Filme mit arabischen Untertiteln. Einmal lief Manche mögen's heiß. Und ihr kennt doch die Szene mit Marilyn Monroe und Tony Curtis auf dem Boot, wo sie sich ununterbrochen küssen. Da waren doch wahrhaftig alle Kussszenen herausgeschnitten. Und sogar Umarmungen zwischen Mann und Frau wurden nicht gezeigt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da war unser Campsender, der rund um die Uhr lief, interessanter. Die neuesten Nachrichten aus dem Camp und viel Musik. Bald wurde auch von einer Gruppe Frauen aus dem Camp eine Zeitung herausgegeben, Camel News, mit viel Wissenswerten aus der Region. Hin und wieder steuerte ich auch einen Text oder eine Illustration dazu bei. Im Camp herrschte übrigens eine absolute Hierarchie. Da gab es die Kaufleute und die Handwerker. Die Kaufleute mit ihren Frauen standen an Nummer 1. Dabei verdienten die Poliere und Eisenbieger weitaus mehr als die Kaufleute. Am meisten und am besten verdienten die Berufstaucher. Als ich mich mit der Frau des Oberbauleiters, die Politik studiert hatte, anfreundete, amüsierte ich mich köstlich über ihre ironischen Kommentare über das Campleben. Die hielt sich so gut wie es ging aus allem heraus. Wir spielten einmal die Woche mit einer Lehrerin zusammen Skat. Ich passte mich einigermaßen an, aber zu der breiten Masse der Campbewohner habe ich nie gehört. Ich hatte mittlerweile gelernt, mit selbstgemachtem Sauerteig dunkles Brot zu backen. Schlagsahne war auch kein Problem mehr. Und Rindfleisch in Pückelsalz einzulegen, damit es wie Schweinefleisch schmeckt, eine Kleinigkeit. Und dann kam Frank nach Hause und überraschte mich. Er wollte mich in den Hafen schmuggeln. Aber wie das war, das erzähle ich euch das nächste Mal. Hallo meine Lieben. Ich hoffe, euch gefällt meine Geschichte. Also fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Dankeschön.